herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die dritte Episode unseres Abenteuers, Athen im Wandel der Zeit. Ja, bei der dritten Episode können wir jetzt unsere erste Kolonie gründen und wir können jetzt auswählen zwischen Laurion, ein raues Land, das wenig zu bieten hat, aber reiche Silbererzvorkommen besitzt, oder Amphipolis, eine einsame Insel, die reich an Holz, Bronze und Marmor ist. Womit wollen wir beginnen? Wir beginnen mit Laurion und wir schauen mal, was uns dort erwartet. Hier eine Stadt zu gründen, wird eine Wohltat für Athen sein. Es gibt hier eine Menge Silbererz, Silber, das zu Drachmen gemünzt werden kann, die Athen für seinen Aufschwung braucht. Das Leben hier wird dennoch nicht leicht sein, da das Land karg ist. Das Intro ist kurz und bündig. Der Titel unserer dritten Episode mit der Gründung unserer Kolonie Laurion ist die Silbermine. Unsere Ziele sind eine Stadtkasse von mindestens 7.500 Drachmen zu besitzen und einen Jahresgewinn von 1.500 Drachmen zu erwirtschaften. Und wir müssen 8 Bronzebarren für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen. Gut, schauen wir uns die Karte einmal direkt an. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Gehen wir mal hier bei der Übersicht auf die Minimap. Ja, und wir sehen, die Karte ist sehr klein, sehr zerklüftet. Ja, und hier haben wir unser kupfererzhaltiges Gestein. Das ist, glaube ich, die einzige Lagerstätte hier. So, hier oben auf diesem Plateau haben wir unser silbererzhaltiges Gestein. Haben wir denn noch woanders welche? Ah ja, hier. Oh, das ist recht groß. Haben wir noch irgendwo was? Ah ja, hier ist noch ein kleines silbererzhaltiges Vorkommen. Okay, gut. Also Silber haben wir relativ viel und Kupfer haben wir nur hier dieses eine Vorkommen. Gut, die Karte ist unfruchtbar. Es gibt keine Flächen, wo wir Landwirtschaft oder Viehwirtschaft betreiben können. Dementsprechend haben wir hier auch bei Landwirtschaft nichts. Nein, bei Gewerbe haben wir nur die Münzerei und die Gießerei. Na gut. Gucken wir nochmal weiter. Hier ist alles, was wir bauen können, auch bei Gesundheit und Sicherheit. Bei Verwaltung können wir natürlich den Stadtpalast bauen, sonst können wir keine Drachmen in unsere Stadtkasse einlagern. Bei der Kultur haben wir nur Philosophie. Ja, Mythologie haben wir nichts. Militär haben wir tatsächlich den Turm, Mauer und Stadttor, welche wir errichten können. Ja, und bei den Verschönerungen haben wir die Säulen und den Park. Ja, viel können wir jetzt nicht unseren Bürgern hier zur Verfügung stellen, ist auch nicht nötig. Es wird eine kleine Siedlung nur geben und wir werden uns nur auf den Abbau von Silber und Kupfer bzw. der Produktion von Bronze konzentrieren. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Ich denke mir, hier oben, diese Fläche ist die größte zusammenhängende Fläche, wo wir unsere Siedlung errichten können. Ja, und dann werden wir überall an den Lagerstätten unsere Münzereien und auch Gießereien bauen und so viel wie möglich produzieren. Gut, ja, beginnen wir damit und errichten unser kleines Wohngebiet. Ja, nun haben wir hier unser Wohngebiet vorkonzipiert und auch hier im Tal unten eine Wegeführung für die späteren Gewerbestätten errichtet. Ja, wir haben hier wieder die klassische Bauform einer kleinen Koloniesiedlung geplant. Da können wir jetzt natürlich das Architekturbüro bauen und wir bauen auch direkt den Brunnen. Ja, und dann parzellieren wir direkt hier das Wohngebiet durch. Ich denke mir mal, dann können wir das so bauen. Reicht das? Ja. Ich denke mal, das reicht jetzt tatsächlich erstmal für den Start. Wir heben den Pausenmodus auf, gehen wieder hier zu Gewerbe und können dann hier die Prioritäten wieder setzen. Bei der Arbeitsverteilung Gesundheit und Sicherheit kriegt eine hohe Priorität. So,
dann warten wir jetzt mal. Da kommen unsere neuen Bürger. Mir ist aufgefallen, dass es hier eigentlich gar keinen Immigrationspunkt gibt. Also ein Stück Straße, das fehlt hier. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, dass die Parzellen besiedelt sind. So viel Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Ja, und sobald wir genügend Mitarbeiter haben, fangen wir direkt an. Oh, wir kriegen eine Unterstützung von Athen, da wir im Minus sind. Sehe ich jetzt auch gerade. Gut, dann machen wir das so. Ja, wir sollten schon mal ein Silo bauen. Das kann hier hin. Ja, das passt genau, Gott sei Dank. Dann müssen wir aber auch hier ein Architekturbüro bauen. Das kann dann jetzt hier hin? Nein, das kann nicht dahin. Das müssen wir nämlich so bauen. Na. So, und dann kann das Architekturbüro hier hin. So. Ja, ich glaube, die knappe Stadtkasse zu Beginn ist wirklich ein großes Problem hier, weil unsere Gießereien sind, glaube ich, auch nicht so billig. Nein, und die Münzereien sind noch teurer. Oh, okay. Und wir müssen ja jetzt gleich erstmal unseren Stadtpalast bauen. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer kleinen Kolonie Laurion. Ja, wir haben die ersten Arbeitslosen. Wir errichten unseren Stadtpalast. Der kommt hier hin. Wir müssen hier ein bisschen mit dem Platz aufpassen. Weil hier ist schon das Kartenende. So, okay. Den müssen wir drehen. So, ja. Und wir wollen ja da noch Häuser bauen. Da müssen wir ein bisschen weiter nach oben. So, passt das denn jetzt hier? So. Ja, dann kriegen wir hier noch Häuser hin. Dann gehen wir hier so raus. Geht das noch? Ich glaube ja. So, und dann muss aber hier Sperren hin. Und wir brauchen hier ein Architekturbüro auch. Ja, wir führen die Straße erstmal jetzt hier raus. Brauchen wir gar nicht. Wir machen das folgendermaßen. Hier kommt das Architekturbüro hin. Und dann können wir... Oh, wir haben überhaupt kein Geld. Ja, gehen wir mal auf die Weltkarte. Wir haben die gleichen Handelspartner wie bei unserer Heimatstadt. Und ich denke mal, wir kriegen auch die ganzen Tribute dann von unseren Vasallen. Da müssen wir jetzt warten. Oh Gott, da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, was kriegen wir denn alles für Tribute. Also, wir haben Marathon Drachmen. Dann haben wir Thermopylae Fisch. Alles ist gut. Wen haben wir denn noch als Vasallen? Ja, Odessos. Odessos gibt uns Marmor. Damit können wir eigentlich gar nichts anfangen. Vielleicht verkaufen wir ihn noch. Ja, und wir haben Knossos. Knossos wird uns Weizen geben. Okay. Und dann haben wir ja doch jede Menge Nahrungsmittel. Können wir denn den Marmor verkaufen, den wir bekommen? Und dafür müssen wir, glaube ich, erstmal ein Warenlager noch bauen. Das passt genau hier hin. Ja. Oder machen wir das so? Machen wir es so. Oh, wir kriegen ein Geschenk nochmal von unserer Heimatstadt. Und zwar Fisch. Sehr schön. Weil dann können wir direkt auf der Agora den Lebensmittelhändler etablieren. So, ich brauche Geld. Nützt alles nichts. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt.
Und warum das? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch hier den Architekten. Das verstehe ich nicht. Mal eben kurz hier auf Gefahren. Ach. Der geht wahrscheinlich nicht hier weiter. Das wird das Problem sein hier, sehe ich gerade. Die Agro wirkt hier wie eine Sperre. Na, wahrscheinlich geht er nicht rum. Es ist kein Loop. Ja, genau. Das ist natürlich schlecht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir das so. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, weitere Gebäude zu platzieren. Und hier können wir auch noch welche platzieren. Das geht. Okay, gut. Ja, Jahresanfang. Da kommen unsere Tribute. Fisch, Geld, Marmor, Weizen, Wolle. Ach, Wolle haben wir auch. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir doch alles. Ja, wir haben Geld. Wir können die erste Münzerei bauen. Oh, wir haben echt überhaupt kein Geld. Wir werden jetzt mal Marathon um Drachmen bitten. Sonst wird das hier nichts mit unseren Silberproduktionen. So, ich wollte aber gucken, wer den Marmor kauft. Ja, unser Verbündeter Korinth, der leider erzürnt ist, verkauft uns Wolle und kauft Marmor. Ah, wunderbar. Dann bauen wir doch direkt den Handelsposten von Korinth. Da ist er. Auch wieder. Wären wir im Minus, wenn wir den jetzt bauen. Ja, warten wir darauf, dass Marathon uns hoffentlich Geld gibt. Ja, Korinth wird zornig. Ja, ich hoffe, er wird uns weiterhin noch hold sein, weil wenn wir den verlieren, kriegen wir keine Wolle und können keinen Marmor verkaufen. Das wäre doof. Ich kann ihm aber auch nichts schenken. Doch, wir können ihm was schenken, nämlich Marmor. Komm her, kriegst du etwas Marmor. Ein mittleres Geschenk. So, habe ich zwar nichts mehr zum Verkaufen. Ja, und Marathon gewährt uns nochmal 1500 Drachmen. Oh, Gott sei Dank. So, dann können wir jetzt hier die Gießereien, nein, keine Gießerei, eine Münzerei bauen. So. Arbeitsmarkt, oh ja, wir haben genug. Arbeitslose bauen wir hier nochmal richtig was auf. Und dann brauchen wir natürlich noch den Handelsposten von Korinth. Ja, und jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Dann können wir auch hier schon auf der Agro unseren Wollhändler etablieren, weil wir kriegen ja Wolle als Tribut. Und wir können schon diese Seite hier parzellieren. Ja, Korinth ist dankbar für den Marmor, gern geschehen. Ja, und hier haben wir uns ein bisschen verbaut. Also hier über diesen Weg kann man über diese Lagerstätte, aber hier sind, glaube ich, auch noch Lagerstätten. Und da kommen die nicht mehr hin. Hier ist der Weg verbaut und hier auch. Ich werde das Architekturbüro abreißen. Hier. Und werde es hier hinbauen. So. Dann können die nämlich jetzt hier noch dran. Straße können wir so bauen. Da sehen wir schon, wer jetzt dahin geht. Ich hoffe, die gehen nachher hier auch dorthin noch. Da muss man auch so ein bisschen darauf achten, dass man hier diese Lagerstätten nicht irgendwie verbaut. So, Athen fordert Drachmen an. 1000 Drachmen. Ach, du grüne Neune. Okay, gut. Da können wir jetzt erstmal nicht viel machen. So, Handelsposten von Korinth. Können wir schon mal den Marmor einstellen. Ja, können wir direkt die 12 Einheiten
im Handelsposten einlagern. Ja, wir müssen jetzt erstmal tatsächlich warten. Ja, und der Handel mit Sparta wird ausgesetzt. Na ja, gut, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ja, und wir brauchen natürlich erstmal einen Zugang zu Kultur, bevor wir hier Wolle unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Etwas verwirrt heute hier. Ja, aber wir müssen jetzt tatsächlich erstmal sparen, da wir die Forderung für Athen erfüllen müssen. Aber wir haben ja jetzt doch jede Menge an Münzereien ja schon aufgebaut. Und wenn das Jahr vorbei ist, kriegen wir wieder Marmor, den verkaufen wir dann. Dann sollten wir das eigentlich schaffen. Wie viel Zeit haben wir denn? Oh nein, ein Erdbeben. Wo haben wir das denn jetzt? Ach, da. Oh, das ist schade. Okay. Dann können wir nur so hier raus. Ah, es geht aber noch. Wir kommen hier rum. Okay. Glück gehabt. Ja, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, um hier entsprechend das Geld zu erwirtschaften. So, aber ich wollte ja schauen, wie viel Zeit wir haben, um die Forderung zu erfüllen. 7 Monate. Okay. Wir haben jetzt August. Im März nächsten Jahres müssen wir das Geld zur Verfügung haben. Ja, mir wäre nochmal daran erinnert, dass wir das Geld zur Verfügung stellen sollen. Tja, wird ein bisschen schwierig werden. Aber nicht unmöglich. Ja, mittlerweile ist unsere Stadtkasse schon über 500 Drachmen angewachsen. Ich bin jetzt doch etwas optimistischer, dass wir das schaffen. Oh, wir kriegen ein Geschenk von Athen, 12 Stränge Wolle. Nehmen wir an, vielen Dank. Ja, dafür kriegst du natürlich auch die 1000 Drachmen. Die sind ja fleißig dabei. Ja, und es können immer nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeiter an diesen Erzvorkommen arbeiten. Wenn wir zu viele Münzereien oder auch Gießereien bauen, müssen dann die Mitarbeiter an einem anderen Vorkommen hingehen. Momentan können alle Münzereien bzw. die Mitarbeiter davon hier an diesen Vorkommen arbeiten. So, hier ist glaube ich kein Vorkommen, so wie ich das sehe. Da könnten wir später auch nochmal eine Münzerei bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal warten. Wir haben schon November, es dauert nicht mehr lange, dann kriegen wir auch unsere Tribute wieder. Thermopylae ist wütend. Ach, ja, dann bist du halt wütend, kann ich jetzt auch nichts dafür. Marathon ist auch wütend, alle sind wütend. Dann seid wütend, ist uns egal. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung, aber wir haben Dezember. Wir sollten jetzt eigentlich bald unsere Tribute bekommen. Das ist natürlich das Problem, dass wenn unsere Vasallen rebellieren, wir keine Tribute bekommen. Dann wollen wir mal hoffen, dass das nicht der Fall ist. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Wir haben 770 Drachmen in unserer Stadtkasse. Ja, und wir kriegen wieder unsere Tribute. Noch. Ich hoffe, es wird auch so bleiben. Gut, ja, dann können wir jetzt den Marmor verkaufen und wir können hier die Forderung für Athen losschicken. Und dann ist das ganze Geld schon wieder weg. Aber wir verkaufen jetzt auch noch ein bisschen Marmor. So, und sobald der verkauft ist, sieht der Arbeitsmarkt aus. Oh, wir brauchen Mitarbeiter. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Warum ich das so gebaut habe, weiß ich nicht. Hier mit diesen doppelten Straßen. Dann können wir jetzt hier noch Parzellen ausweisen. So. Dann können wir nämlich jetzt gleich hier unsere Bürger mit Kultur versorgen. Da kommen sie schon, die neuen Bürger. Ja, wie ich befürchtet habe, Thermopylae rebelliert. Das heißt, wir werden keine Tribute bekommen. Das heißt, kein Fisch. Das heißt aber auch, dass wir Nahrungsmittel tatsächlich einkaufen müssten. Dann muss ich dann mal gucken, wer denn Nahrungsmittel verkauft. Ja, Odessos verkauft Weizen.
Und Eretria verkauft auch Weizen. Das ist ein Verbündeter. Dann nehmen wir jetzt Eretria. Können wir da wenigstens Weizen kaufen. So, der kann wohin? Hier oben haben wir das keinen Platz mehr, ne? Nee, das geht hier nicht. Das sieht natürlich total bescheuert aus hier. Ja, dann machen wir das anders. So, dann haben wir jetzt hier unten im Tal den Handelsposten von Eretria mit einem Architekturbüro. Ja, und jetzt wandern auch neue Bürger in unsere Stadt ein. Wir haben noch ein bisschen Geld, um das Podium zu bauen. Das kann hier hin. Ja, oder hier. Ja, das kann auch hier hin, ne? Machen wir es so. Und dann brauchen wir noch die Philosophenschule. Da habe ich extra hier diesen Platz freigelassen. Da müssen wir nur hier noch eine Sperre setzen. So. Ja, jede Menge Arbeiter, die wir brauchen, aber es wandern auch jetzt jede Menge ein. Und dann können wir weitere Münzereien bauen. Ja, Athen schätzt uns mehr, da wir die Drachmen zur Verfügung gestellt haben. Gerne geschehen. Auch Marathon rebelliert jetzt. Auch da werden wir keine Tribute mehr bekommen. Aber wir können ja sowieso nichts machen, weil wir kein Militär haben. Also von daher müssen wir das einfach jetzt so hinnehmen. Ja, aber der Arbeitsmarkt erholt sich. Unser Philosoph geht jetzt hier schon die Straßen entlang. Und da wir auch schon den Wollhändler gebaut haben, entwickeln sich hier unsere Wohngebiete bzw. unsere Wohngebäude weiter. Ja, der Handel mit Sparta geht weiter. Ich wusste gar nicht, dass Handel mit Sparta möglich ist. Es war möglich, aber es gibt keine Waren. So, wir kaufen jetzt mal etwas. Ja, hier habe ich mich mal richtig vertan, weil Eretria kauft Weizen und verkauft Wein. Da habe ich mich vertan. Ja, wir haben noch den Verbündeten Plataia und der verkauft jetzt tatsächlich Möhren bzw. Karotten. Wie nervig. Dann kommt dieser Handelsposten weg. Und wir bauen den Handelsposten von Plataia und da können wir jetzt unsere Möhren einkaufen. Ist zwar nicht viel, was wir hier kaufen können, aber wenigstens etwas. Ja, jede Menge Mitarbeiter, die uns bald zur Verfügung stehen. Oh, Athen schenkt Fisch. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Und wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer kleinen Kolonie. So, ja, wir haben die ersten Arbeitslosen, aber kein Geld mehr. Ja, wir haben nämlich Möhren eingekauft. Ich glaube, den Einkauf stoppe ich jetzt. Der Fisch, den wir jetzt gerade geschenkt bekommen haben, hilft uns hier sehr. Dann können wir nämlich jetzt hier eine weitere Münzerei bauen. Ja, das ändert sich bald. Ja, der Handel mit Korinth wird ausgesetzt. Das ist toll, dann können wir wieder kein Marmor verkaufen. Und wir sind im Minus. Ach, das ist aber hier wirklich ein ganz schön schwieriger Start, das muss ich sagen. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich warten, bis wir Geld hier erwirtschaftet haben und weitere Münzereien bauen. Das ist das Einzige, was wir damit machen können. Ja, und die Gesundheit wird schlechter. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal eine Klinik bauen. Das tun wir auch. Die ist ja nicht so teuer. Die kommt jetzt hier hin. So. Dann können wir hier eventuell noch weitere Wohngebäude bauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Gut, die Gesundheit ist wieder hervorragend, Gott sei Dank, dafür sind wir im Minus. Oh, wir bekommen eine Unterstützung von Korinth.
2500 Drachmen. Oh, vielen Dank. Dann können wir nochmal eine Münzerei bauen. Ich denke mal, hier könnten wir noch eine hinbauen. Ach, Athen fordert schon wieder Drachmen. Okay, die können wir aber jetzt schicken. So, dann bauen wir jetzt hier oder hier. Bauen wir hier die letzte Gießerei für das Plateau. Ja, Jahresanfang. Wir kriegen noch ein paar Tribute von den Vasallen, die nicht rebellieren. Das ist nett. So, mit dem Geld, was wir jetzt von Korinth bekommen haben, werden wir noch mal ein paar Verschönerungen durchführen, damit die sich hier auch entsprechend weiterentwickeln. So, hier auch. Ja, das reicht erstmal. Ja, wir werden jetzt hier unten mit den Münzereien anfangen. Und zwar haben wir ja hier ein Vorkommen unten und hier oben. Das heißt, wir könnten hier welche bauen. So. 2 Stück. Ja. Reicht erstmal. Ja, und da wird auch schon fleißig Silber geschürft. Ja, und die Rebellion in Thermopylae ist vorüber. Das ist schön. Dann kriegen wir unsere Tribute auch wieder. Ja, dann machen wir jetzt hier die Verschönerung auch komplett. Ja, sehr gut. Das ist übrigens der Endausbau. Ja, wir können nämlich keine weiteren Kulturangebote zur Verfügung stellen. Ja, das Gebäude entwickelt sich jetzt hier nicht weiter. Das ist schade, oder? Gucken wir mal, wenn wir hier noch einen Park hinbauen. Ja. Hat doch funktioniert, sehr gut. Ja, ich denke, wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Wir produzieren jetzt doch relativ viel Drachmen hier. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Ihr dürft das hier nicht verbauen, weil durch das Erdbeben hier dieser Graben bedingt, dass wir nicht mehr dann hier oben drauf kommen. Da sehen wir einen Mitarbeiter aus der Münzerei, der jetzt hier schon dieses Lagervorkommen erschlossen hat. Ja, und wenn wir jetzt hier was hinbauen, kommt hier oben keiner mehr hin. Da muss man ein bisschen drauf achten. So, wir können aber jetzt auch mal die Bronze herstellen. Wir brauchen ja 8 Bronzebarren für die Heimatstadt und wir haben den Jahresgewinn schon geschafft von 1500 Drachmen. Nur unsere Stadtkasse muss noch wachsen. Gut, ich würde sagen, wir brauchen hier tatsächlich nur eine Gießerei, weil wir Bronze nicht verkaufen können. Dann werden wir jetzt hier das Warenlager. Brauchen wir das Warenlager überhaupt dafür? Wir könnten dieses Warenlager nehmen. Ach nee. Lassen wir das. Wir bauen ein neues Warenlager nur für die Bronze. Das kann dann hier hin. Stellen wir ein. Ja, und sobald wir die Bronzebarren zur Verfügung haben, können wir das Gewerbe ausschalten und dann wirklich nur noch Münzereien bauen. Ja, eigentlich ist es jetzt ganz einfach. Wir werden jetzt immer, sobald wir Arbeitslose haben, weitere Münzereien bauen. Wir können jetzt hier die restlichen Parzellen hier noch verteilen. So, passt hier noch eine hin? Ne, passt keine mehr hin. Na ja, das reicht auch. So, letzten Verschönerungen hier. So, dann können wir nämlich auch jetzt hier Münzereien bauen. Wir haben hier auch ein großes
vorkommen. So, wir müssen Geld wieder ein bisschen aufpassen. Auch die Rebellion in Marathon ist vorbei. Sehr schön. Ja, wird sich gleich ändern. Ja, wir haben keine Nahrungsmittel mehr jetzt. Das heißt, wir müssen wieder Karotten einkaufen. Ja, da kommen gerade die Karotten. Das ist sehr gut. Ja, und so schnell ist unsere Stadtkasse auch wieder so niedrig. Wahnsinn, trotz unserer ganzen Münzereien. Aber es dauert immer, bis das Silber dann tatsächlich in unserer Stadtkasse ist. Jetzt hat es sich ein bisschen erholt. Ja, der Handel mit Korinth geht weiter. Wunderbar, wir können Marmor kaufen. Ja, und ich habe hier vergessen, das Architekturbüro zu bauen. Und meine 3 Münzereien sind eingestürzt. Das ist super ärgerlich. Da ist jetzt so viel Geld verloren gegangen. Man muss auch tatsächlich an vieles denken. Das ist schade, aber ist nun mal halt passiert. Wir warten jetzt, dass der Marmor hier verkauft wird. Und da wird er auch jetzt gerade verkauft. Ja, sehr gut. Dann können wir das jetzt hier wieder aufbauen. Ja, führen wir die Straße hier noch so raus. Ja, das können wir machen. So, dann nochmal 3 Münzereien. Wupp, ist das Geld wieder weg. Selber schuld. So, und jetzt sollten wir aber auch nicht vergessen. Nein, das war verkehrt. So. Ja. Nun liebt uns Athen, das ist sehr nett. Dann könnte man vielleicht mal etwas Geld schicken oder Nahrungsmittel. Das wäre sehr nett. Ja, aber wir haben Dezember, unsere Tribute werden bald wieder gezahlt. So, 30 Arbeiter werden benötigt. Gucken wir mal, ob hier noch welche einwandern. Ja, es kommen noch ein paar, aber nicht mehr so viel. Wir könnten das Lohnniveau erhöhen. Wie sieht es dann aus? Ah, wunderbar. Dann lassen wir das mal so. Wie gesagt, nachher werden wir hier das Gewerbe bei den Gießereien ausschalten, wenn wir unsere Bronzebarren vollzählig haben. Ja, und wir kriegen wieder unsere Tribute. Gott sei Dank. Ja, auch wieder Wolle und auch Marmor und vor allem Nahrungsmittel. Aber das ist echt nicht viel an Nahrungsmittel, was wir hier bekommen. Jetzt rebelliert Knossos. Na gut. Dann soll Knossos rebellieren. Ja, die letzte Ladung Bronze wird gerade zu unserem Warenlager gebracht. Dann haben wir jetzt unsere 8 Barren. Das heißt, wir können das Gewerbe Bronze ausschalten und können auch die Barren für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Stadtkasse von 7.500 Drachmen. So, und wir können jetzt noch eine Münzerei bauen. Setzen wir sie hier. Nein, auf keinen Fall. Hier hin. Ja. Dann müsste es auch mit den Arbeitslosen stimmen. Ja, das Lohnniveau ist hoch. Ich glaube, ich kann es nicht auf normal setzen. Dann haben wir zu wenig. Ja, das haben wir tatsächlich. Lohnniveau bleibt hoch. Ja, uns bleibt es eigentlich nichts anderes übrig, als hier die Zeit verstreichen zu lassen und unsere Stadtkasse sich füllen zu lassen. In der Zwischenzeit kriegen wir von Athen wieder Fisch geschenkt, 12 Körbe. Ja, dann können wir jetzt den Einkauf von Karotten tatsächlich mal stoppen. Dann geht das mit der Stadtkasse vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Jahresanfang, wir streichen wieder unsere Tribute ein. Sehr gut. Ja, mit dem Marmorverkauf können wir unsere Stadtkasse auch wieder etwas füllen. Ja, und sie wächst und wächst. Wir lassen weiter die Zeit verstreichen.
Ja, und die Rebellion in Knossos ist auch vorüber. Wir kriegen auch jetzt hier wieder unsere Tribute. Ja, und das Warenlager, wo wir die Bronze eingelagert hatten, brauchen wir auch nicht mehr. Aber ich schaffe es trotzdem nicht, mein Lohnniveau wieder auf normal zu bringen. Und es lohnt sich auch jetzt nicht, irgendwas wieder abzureißen. Und wir verdienen ja trotzdem jede Menge Geld. Ja, und wir haben auch hier schon weit über 5000 Drachmen. Ich glaube, das Ziel rückt immer näher. Ja, wir haben über 7000 Drachmen jetzt in unserer Stadtkasse. Und wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Episode. 7500 brauchen wir. Die anderen Ziele haben wir alle schon erreicht. Ja, und mit dem letzten Blick auf unsere kleine Siedlung Laurion beenden wir jetzt diese Episode. Die Minen von Laurion geben Athen die wirtschaftliche Stabilität, die es so dringend braucht. Ja, obwohl die Ziele jetzt nicht ganz so schwierig waren und es eine kleine Karte war, war es doch anspruchsvoller, als ich dachte. Die nächste Episode aus unserem Abenteuer Athen im Wandel der Zeit lautet Rebellion in Ionien. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.